Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal auch mit schönen Aufnahmen, so wie ihr das von uns kennt. Wir sind back in Vanlife. Wir sind auf Vancouver Island. Vancouver Island, genau. Und es ist traumhaft schön. Ist immer noch ein bisschen frischlich hier. Das bleibt nicht aus. Aber Klärchen ist zurück. Wir freuen uns darüber tierisch. Ja, wir waren War gerade. kalt. Entschuldigung, war kalt. Wir waren gerade noch mal im Port Hardy und haben ein bisschen gepreppt. Das können wir ja schon ganz gut vom Dempster. Ihr kennt unser Preppen. Wir haben einfach, also an uns sind Prepper verloren gegangen. Wir haben noch mal fix die Wäsche gewaschen. Das ist jetzt weniger Preppen, aber nötig gewesen. Die Hose hat Und es verdient. haben gepreppt. Wir haben also eingekauft. Jede Menge Leckrigkeiten. Wir haben Gas gefüllt, wir waren tanken, wir haben Wasser gefüllt. Armes kleines Konto. Wir haben das Konto nicht gepreppt. Aber das kennt das auch von uns. Und ja, warum haben wir eigentlich gepreppt? Wir wollen ganz in den Nordwesten von Vancouver Island. Cape Scott nennt sich das. Und das ist halt ja super remote, da gibt es dann auch nichts mehr. An sich ist es gar nicht so weit von hier, sind nur irgendwie 69 Kilometer. Das soll aber wohl eine recht abenteuerliche Straße sein. Wir markieren ja, wenn wir ein bisschen off the beaten path unterwegs sind, immer mit Organic Maps. Da könnt ihr euch Offline-Karten runterladen und euch dann trotzdem auch mit dem etwas raren Internet navigieren. Kostenfrei im Übrigen. Kostenfrei, genau. Und muss man halt vorher, wenn man mal Empfang hat, lädt man sich die Karten runter für bestimmte Territorien. Und dann hat man die halt zur Verfügung, also auf dem Handy drauf. Super Geschichte. Ja, und sie sagt jetzt, also das Programm sagt, wir brauchen für die 69 Kilometer irgendwie 4,5 Stunden oder so. Ich habe auch gelesen, alles zwischen 1,5 und 4,5 Stunden. So, wir werden sehen, was uns erwartet. Wir wollen da so, keine Ahnung, 7, 8 Nächte verbringen. Wir haben ein paar schöne Stellplätze uns rausgesucht oder Orte, wo wir hinfahren wollen. Und ich denke, darauf sind wir jetzt gut vorbereitet. Gut vorbereitet darauf, euch mitzunehmen. Fahren wir gemeinsam. Ihr müsst nicht extra preppen gehen, wir haben genug dabei. Genau, ist genug für alle da. Und dann bleibt uns nichts weiter zu sagen als jetzt los die wilde Fahrt. Genau. Wir sind jetzt übrigens gerade am Georgie Lake. Das ist richtig schön hier, wieder so ein riesengroßer See und kostenfreier Campground hier. Ihr kennt das, Tisch im Wald. Bestimmt irgendwo eine Pit-Toilet. Richtig schön und ich glaube, irgendjemand wird jetzt noch mal kurz eine Angel auswerfen und mal gucken, ob was beißt. Und Muss man ja machen, wenn man schon mal hier ist und die Angellizenz kostet ja auch ein Geld, muss ja auch abgefischt werden. morgen früh geht's dann los. Die besagte wilde Fahrt. Viel Spaß damit. Und wie wir gerade diese Straße aus dem Nirgendwo kommen, ich glaube, wir sind mittlerweile 15 Kilometer oder so von Port Hardy entfernt, fahren wir auf diese Ablagefläche zu und denken uns, das ist doch nicht euer Ernst, wer macht denn hier so viele Müll hin, so weit weg von der Stadt, also fährst 15 Kilometer raus. Und dann kommen wir dichter und ist ein Schuhbaum. Hat irgendwann mal ein Local gemacht und hat hier seinen Schuh rangepflastert und seitdem hinterlässt man ähnlich wie beim Schilderwald in Watson Lake einen Schuh hier. Wir haben sehr viele Schuhe, keine, die wir entbehren können. Eigentlich auch traurig. Wir haben sowieso viel zu viel Zeug. Naja, wir fahren weiter. Geht da lang.
Wir haben den Georgie Lake verlassen. Wir sind über die Schotterstraße gefahren, mehrere Kilometer, schön langsam. Und die war ja nicht so spektakulär, wie wir uns das für euch erhofft hatten. Wie angekündigt. Wie angekündigt, ja. Sollte ja, also von bis Zeitspanne, japet und ja, das war nichts. Easy going wurde aber wahrscheinlich auch gerade erst frisch gemacht. Mit einem Grader wieder mal. Wir sind jetzt hier, Cape Scott, gehen jetzt gleich ein wenig spazieren für 8 Kilometer gesamt. Und Echt so weit? ja, soweit. Ich dachte, es wären nur 6. Auch hier wieder von bis. Alles ist möglich. Und Das hat mir keiner gesagt. wir gehen jetzt auf jeden Fall mal. Wo sind wir hier? Cape Scott, habe ich erzählt. Aber was macht das hier so unique, so einzigartig? Wir sind nämlich im Regenwald. Was wir nämlich auch nicht wussten, ist, dass die kanadische Küste 1/4 des gemäßigten Regenwaldes beherbergt. Und für mich ist Regenwald halt immer warm und feucht. Hier ist allerdings nur feucht. Es regnet hier nämlich richtig viel. Das haben wir also immer nur ganz, ganz kurz, aber viel. Und ich hatte das vorhin mal nachgeguckt. Also hier regnet es im Schnitt irgendwie 2300 Millimeter pro Jahr mit Spitzenwerten von 6000 Millimetern pro Jahr. Wohingegen wir bei Deutschland irgendwie so bei 860 Millimetern liegen. Und das ist ja schon, Das ist ein das ist schon Unterschied. viel. Das ist ein Unterschied. Ja. Aber muss wohl auch so, damit die Natur hier so bleibt. Ich meine, wir sind irgendwie so umgeben von super hohen Bäumen und alles ist grün und überall ist flauschiges Moos und so. Also richtig schön. Und ja, hier gibt es diesen kleinen Wanderweg hin und zurück, nun irgendwas zwischen 6 und 8 Kilometern. Und der soll wohl zu einer kleinen Besonderheit hier in Cape Scott führen. Und das gehen wir uns mal anschauen. Geht los? Normalerweise ist BC ja bekannt für Bear County. Hier ist es aber jetzt Wolf County. Unschwer zu erkennen hier an der Tafel. Das heißt auch übrigens Country. Ja, hier sind Wölfe und zwar die Maine-Küstenwölfe. Das wäre nochmal richtig krass cool, wenn wir die sehen würden. Glaub's fast nicht, aber es wäre stark. Klärchen kommt auch wieder. Der hat uns schön verscheißert auf dem Weg hierher. Ihr seht, wir haben ja die Umhänge aus Vietnam dran. Wolf Country. Ist ähnlich wie beim Bär. Nicht rennen. Rennen ist vom Teufel. Man soll sich groß machen und if attacked, fight back. Es geht um Leben und Tod. Wir machen den Wolf klar auf jeden Fall. Das ist die Devise. Überleben ist Key. Das ist nur ein Vogel da hinten. Das geht. Den bezwingen wir. Wir gehen jetzt mal rein und gucken mal, was das hier alles so für uns bereithält.
Ja, wir sind an unserem Ziel angekommen. Einem wunderschönen, breiten Sandstrand. Hier gibt es auch einen kleinen Campingplatz, also nur für Zelte natürlich. Und der Strand ist deshalb so bekannt, weil er einfach eine riesen Tidenbucht hat. Das heißt, das Wasser geht einfach wahnsinnig weit zurück. Und wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, seht ihr uns jetzt auch immer kleiner werden. Und dann gibt es hier noch ein paar geheime Strände, die nur bei Ebbe zugänglich sind. Ich bin so froh um unsere Capes. Wir haben unseren Mittagsspot erreicht, haben uns einen kleinen Unterschlupf versucht, weil es immer noch nass ist. Und die Wetterwechsel hier sind richtig krass. Also von jetzt auf gleich Sonne und dann wieder Regen und Hagel. Sachen, womit wir nicht gerechnet haben. Ganz viel heute. A, Regenwald. B, regnet es im Wald. Und dann noch Hagel und kalt und so viel krasse Landschaft. Das ist richtig cool. Der Weg super gemacht hierher. Und auch Ist richtig schön. für jeden machbar. Also ich möchte fast sagen, hier kannst du selbst mit Kinderwagen lang. Wenn die Sonne dann so da reinscheint, traumhaft. Super schön. Ja, wie gesagt, wir haben einen kleinen Unterschlupf bezogen. Wir machen jetzt erstmal Päuschen, ein bisschen essen. Und Dann da. zeigen wir euch nochmal diesen Durchgang hier. Ja, Mega. weil, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber krass. Richtig cool. Da kann man jetzt eben nur durchlaufen, wenn Ebbe ist. Ihr müsst euch immer, ihr könnt es online sehen und hier vorne hängt es auch, die Tide Times. Die Gezeiten. Die Gezeiten, genau. Die Gezeiten. Und es ist jetzt 13:12 Uhr. 13:17 Uhr ist the lowest time. Low. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal durchlaufen. Als Snack haben wir heute, und das muss ich euch total empfehlen, Hummus mit Dill Pickles, also mit klein geschnittenen Essiggurken. Das ist einfach, ich könnte mich da auch reinlegen. Wollte ich nochmal gesagt haben. Ja, machen wir natürlich nicht. Ist eine klebrige Angelegenheit. Oh. Bis gleich im Durchgang. Ja, es ist einfach, es ist eine Augenweide. Richtig schöner weißer Sandstrand. Und im Hintergrund ja auch zu sehen, wie hoch dieses Wasser nachher hier steht. Das ist, also, ich meine, ihr kommt gerade hierher. Ich gehe mal nach da drüben. Ich zeige euch mal, also, ich meine, ich bin ja schon, also, groß. 1,72,6 und laut Personalausweis 1,74. Bis hierher. Brusthöhe. Und das halt so weit. Und das ist ja nicht nur immer dieser eine Ausschnitt, wo das Wasser mal so hoch ist, sondern das geht ja über den kompletten Strand. Wie viel Wassermassen sich hier hin und her schieben. Unbegreiflich. Ja, habe ich euch ja gerade eben gezeigt, dass ich bis zur Brust im Wasser stand. Wir sind ein Stückchen Richtung Wasser gegangen. Und hier bei diesem Felsen, das ist einfach wie ein Aquarium, richtig stark. Man sieht hier total viele Muscheln, Korallen, lustig wabbelige Gebilde. Wir wissen noch nicht genau, was das ist. Wir werden das nachher mal lensen. Seestern. Und
Ja, ein Seestern oder ein Stück vom Seestern, keine Ahnung, aber sah schön aus. Haben wir gesehen und hier ist das Wasser auf jeden Fall über mir. Das ist ja richtig cool und die Muscheln pfeifen. Vicky sagte, die gleichen damit irgendwie den Druck aus. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die pfeifen. Man hört überall blubbern und bitzeln. Und ja, cool. Wer Meeresfrüchte mag, hat hier ein Buffet. Frisch. Aber wir haben nichts genommen. Nur Bilder, damit es erhalten bleibt. Geil. Guten Morgen, wir sind wieder am Strand und zur Belohnung des frühen Aufstehens haben wir Klärchen dabei und wunderschöne Aussichten. Wieder mal Nebelspektakel, Wolken, Klärchen, die geben richtig Struktur und der Strand tatsächlich etwas ernüchternd, wie weit das Wasser nur zurückgekommen ist. Aber dennoch krass. Und wo wir gestern durchgelaufen sind, kommt man heute natürlich nicht lang. Wir haben es jetzt allerdings auch schon eine halbe Stunde nach absoluter High-Tide. Aber hat halt 3 Stunden Zeit, um auf Null zu kommen und dann nochmal 3 Stunden, um auf Low. Von daher so viel nicht passiert. Doch, es ist schon sehr viel passiert. Also gemessen an Wassermassen, die gekommen sind. Weil da an den Strand kommt man nicht mehr und so. Aber wir dachten trotzdem, es kommt weiter vor. Und dafür ist das Lichtspektakel umso schöner. Wir sind bei unserem zweiten Stop, dem Raft Cove Provincial Park. Und warum hat der Bärenspray eine Kamera erhalten? Wir haben gerade eben auf dem Weg hierher unseren ersten Bären der Saison gesehen. Wir glauben, es war ein Grizzly. Wir blenden mal eben das verwackelte Bild ein. Wir haben relativ früh angehalten. Wir wollten ihn ja auch nicht stressen. Wir wollen das, weil, er ging in unseren Wanderweg. Von daher ist das auf jeden Fall am Finger in Bereitschaft. Und wir gehen jetzt mal, wie gesagt, Raft Cove Provincial Park rein. Der Wanderweg sind irgendwie 1,6 Kilometer durch einen dichten Wald und dann gibt es einen wohl wunderschönen Strand. Und da sind ist die Five Dude Arch. Wir wissen noch nicht genau, was 5 Dudes und eine Arche zu tun haben. Wir schauen uns das an, wir gehen da rein und gucken mal, ob wir den Bären sehen, ob der cool ist oder nicht. Und ab dafür. Ja, wir haben es erwähnt, wir sind in Wolf Country und 15. März war die letzte Sichtung. Hallo, Wildlife, Mr. Bär, Mr. Wolf.
Ja, das waren wieder erwarten ganz schön anstrengende 1,5 Kilometer. Deutlich anstrengender zu gehen als im Cape Scott-Dingens da oben. Weil der Weg halt, also er ist gemacht, aber er geht über Stock und Stein, hoch und runter, Matsch über Matsch und glitschiges Holz. Naja, Aber schön. anfangs ganz schön eng und beklemmt, besonders wenn man kurz zuvor den Bären gesehen hat. Und das Warnung vor dem Wolfschild, ja. Genau, der halt auch irgendwie vorher nicht allzu langer Zeit hier gesehen wurde. Aber der Ausblick ist natürlich Entschädigung dafür. Der Strand ist so schön, so riesig. Und dann der grüne Wald rundherum, die Wellen sind richtig schön. So blau, türkis. Stellenweise ganz schön groß. Ja, aber lohnt sich. Also auch hier dürfte man wieder am Strand campen. Es gibt so Boxen, wo man sein Essen auch sicher drin verstauen kann. Es gibt Toilets und kann hier sein Zelt aufschlagen. Ansonsten soll der Strand wohl noch super zum Surfen sein, aber ich habe es ganz schön anstrengend, sein Surfbrett jetzt auch noch. Ohne durch den Matsch zu Ja, tragen. ich weiß nicht, ob man hier per Boot kommen könnte. Also ich weiß, es gibt eine Kajakroute hier runter, sodass man an dem Strand rauskommt. Das wäre also auch noch eine Alternative. Wir werden jetzt aber wieder zurückgehen. Wir werden diese Szenerie hier verlassen müssen. Guckt euch die Wellen an. Schön. Und werden weiter auf zu neuen Abenteuern. Wir sind wieder zurück. Wir haben den Bären nicht gesehen unterwegs. Und hier an dem Platz, an dem großen Wanderparkplatz, kann man auch über Nacht stehen, weil es sonst keine Möglichkeiten gibt. Die Wanderung haben wir hinter uns gebracht. War sehr schön. Und jetzt fahren wir zum Stellplatz. Ja, wir haben unseren dritten Ort hier im Nordwesten von Kanada erreicht und sind jetzt bei Palmerston Beach. Wir haben hier ganz kanadisch einfach an so einer Forststraße eingeparkt. Da war so ein bisschen mehr Platz an der einen Seite und da haben wir uns hingestellt. Ich glaube, in den letzten 24 Stunden sind so 2 oder 3 Autos vorbeigekommen. Es ist also super ruhig, Solar kommt auch rein. Und wir haben hier auch so einen kleinen Weg durch den Wald, der dann an einem wunderschönen Strand rauskommt. Und das wollen wir euch jetzt mal zeigen. So ein Tag am Meer. Badeurlaub sieht sonst anders aus als in der dicken Kluft. In der Sonne ist richtig, richtig schön warm. Vielleicht doch ein bisschen Sommer. Und wenn so windstill ist, ist wirklich sehr angenehm. Könnte man die Kutte eigentlich ausziehen. Aber ja, Strand, Vancouver Island, supi. Ihr habt den
Das ist ein anderer Strand. Der andere sah ja eher einladend zum Baden aus. Hier ist steinig, aber schön. Ja, also der Nordwesten von Vancouver Island ist auf jeden Fall richtig schön. Remote, grün. Ich glaube auch im Sommer nicht so viele Menschen, weil es einfach, also Vancouver Island ist einfach so viel größer, als man denken würde. Wir sind irgendwie von Nanaimo irgendwie 300 Kilometer hierher gefahren. Also ich glaube, hier hast du auch schon im Sommer deine Ruhe. Und ersetzt vielleicht so ein bisschen die Region um Tofino und Ussullet und so. Einfach so ein bisschen Natur. Jetzt haben wir seit 2 Tagen einfach auch noch dieses gute Wetter. Das gefällt, das macht Spaß. Das ist richtig gut. Wir legen uns wieder hin, genießen noch ein bisschen die Sonne, haschen Pigmente im Gesicht. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja, Wir hoffen, ihr habt die Wanderungen genossen. seid jetzt bestens mit frischer Luft, mit frischer Meeresluft versorgt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis nächsten Sonntag. Bis dahin, ihr habt euch wohl.